Guck mal hier. Was fällt euch auf? Was fehlt? Was fehlt? Also ein Schild natürlich, ihr Deppen. Da oben drüber muss ein richtig großes Schild. Da muss Kliemannsland stehen, wie in Hollywood, Mann. Das ist die größte Filmproduktionsstätte in Rüspel. Das kann man doch mal zeigen. Hollywood ist so alt, dass sie den ganzen technologischen Fortschritt verpasst haben. Was wir heutzutage machen können, ist mit LEDs spielen. Das konnte Hollywood damals nicht und dann sind sie halt stehen geblieben. Das merkt man auch an vielen Filmen. Es gibt ja immer noch Schwarz-Weiß-Filme. Das ist die einzige Erklärung dafür, dass sie es nicht wissen, dass es neue Technologien gibt. In unserem Fall sind wir aber am Nabel der Zeit. Und dann machen wir weiße Buchstaben und dahinter kommen Lichter, die das so indirekt beleuchten. Und dann löte ich den ganzen Scheiß mit Figge zusammen. Wir programmieren ein kleines Laufband und dann können wir die indirekt von hinten immer so beleuchten, dass sie sowas machen, so wabern. Es sei nicht schon, das ist ein ziemlich einfaches Projekt. Dabei werdet ihr Folgendes lernen. Wie sägt man Buchstaben aus? Nicht so interessant. Lackieren auch alles nicht so spannend. Dann geht's aber los. Wie lötet man den Scheiß zusammen? Welche LEDs benutzt man? Wie programmieren wir den Arduino? Das Skript kriegt ihr dann auch. Das wird geil. Ich habe schon Bock. Es ist ziemlich frisch, aber das spielt keine Rolle. Also jetzt sehen wir uns einfach hier unser Kliemannsland-Logo. So, in einem Programm eurer Wahl. Machen das so groß, wie wir es haben wollen, nämlich 7000 mm breit. Und dann nehmen wir uns jetzt gleich Buchstabe für Buchstabe vor. Alles so, dass wir nur Outlines haben und die malen wir jetzt einfach nach. Raus an Beamer anschließen. Ich hole mal eben eine Kabeltrommel. Ich freue mich richtig darauf, wenn das da dran ist. Ne? Oh, jetzt geht die Kannst du mir das erklären? Wie ist der denn da jetzt? Guck mal, geht jetzt hier außen rum. Wieso? Wie geht das da jemals wieder rein? Da. Warte mal eben. Jetzt bin ich doch genau da, wo ich vorher war. Warte mal. Nein. Ich hab's. Ich habe das erste Mal in meinem Leben dieses Kabel wieder reparieren können. Ohne Scheiß, ich habe das sonst nie geschafft, ich habe es immer so gelassen. Und einmal, ohne Scheiß jetzt, habe ich es abgeschnitten und auf der anderen Seite wieder zusammen gemacht. Glaubst du, das geht? Ist schon ganz hart, das Kabel. Daran merkst du, dass es Winter ist. Wenn du draußen mit deinem Beamer einfach mal eine Serie gucken willst, das Kabel ist hart. Wollen wir mal sehen hier im Kontrollzentrum. Ich sehe gar nichts. Was zur Hölle? Zum Glück haben wir einen Saal. Mann. Kann jemand den Rest mitnehmen? Ich hänge im Haus jetzt. Ey! Jetzt sehen wir immer die Buchstaben, die zusammenhängen. Das I ist halt zum Beispiel einzeln. Da kommen nachher so Blöcke hinter, damit schrauben wir es an der Wand fest. Und dahinter, hinter den Buchstaben, wird das Licht befestigt. Dafür auch der Abstand, dass man das noch so ein bisschen leuchten kann. Jetzt einfach nachzeichnen. Normalerweise auch immer Bleistift nehmen, ne? Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. So ist es, wenn man keine Freunde hat. Da haben wir es gleich schon. Guck mal, aussägen, anmalen. Und dann kommt endlich der ganze Technikkram. Darauf habe ich richtig Bock. Junge! Oh. Hier, Falk kann auch noch eine mitnehmen. Warte, ich mache das auch so wie Falk. Nur, dass ich mir nicht so viel Arbeit mache. Jetzt habe ich noch die Hände frei, kann meinen Laptop mitnehmen. So, es wird auch nicht einfacher hier. Gute Arbeit, Falk. Oh, nee. Alleine ist alles doof. Normalerweise sind hier immer so viele Helfer. Geht alles besser. Nein. Kann ich nicht auch so? Ist ja nicht so lang. Viel geiler. So, während die Jungs jetzt noch weiter sägen, können wir schon mal anfangen zu lacken. Das Ding ist jetzt abgeschliffen. Jetzt wird dieser ganze Buchstabe einmal in weiß gelackt. Das ist so ein Holzlack, damit das ganze Zeug nicht direkt durchgammelt. Das müssen wir von vorne und von hinten machen, weil das ja auch gegen das Wasser helfen soll. Ne? Ein Buchstabe dauert schon so lange, Alter. Ich bin ein ganz normale Mädel. Ich hab ein ganz normalen Job. Ich hab eine ganze Welt gesehen. Zieh mir den Finger aus dem Po und es macht plopp. Geht damit nicht. Kann man ein großes Ploppgeräusch einblenden vielleicht. Falk, wäre das möglich? Zieh mir den Finger aus dem Po und es macht plopp. So, wir verbrennen den ganzen Scheiß jetzt und grillen direkt an. Das ist das beste Wetter dafür. Geil, Karottensalat.
Wir grillen jetzt ganz kurz an und lassen unsere Buchstaben trocknen und dann kommt der Figge auch schon wieder angerast und dann löten wir und bauen den Rest fertig. Und dann wird's richtig schön. So, nächster Tag. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Scheiß trocken ist. Komm. Ja, ja. Ja. Ich habe technische Unterstützung. Nee, warte mal. Ich habe Ausgang. Ich darf raus aus meinem Keller im 1. Stock da oben. Es wurde ein Gebläse hier reingebaut in unsere super Garage. Die ist jetzt ein bisschen schmuggelig. Das riecht noch nicht trocken. Und die Heizung auf dem Tisch. Der ist trocken. Boah, die sind aber geil gelackt, Alter. Fass mal an hier. Fuck. Oh nee, ganz trocken ist das nicht. Das ist ein Problem, denn wir brauchen es ganz trocken. Ja. Ganz schön groß der Scheiß, ne? Deswegen bin ich gerade so ruhig, ja. Also man muss sich vorstellen, Fynn hat mich angerufen und meinte, ich bräuchte mal deine Hilfe. Lass uns da mal LEDs hinterknüppeln. Ich habe gesagt, ja, gar kein Problem. Hä? Naja, das ist halt riesengroß. 6 Meter, habe ich gesagt, 6 Meter. Nee, hast du nicht. Um die 6 Meter, habe ich gesagt. Ja, dann habe ich dir vielleicht nicht zugehört. Ja, wie immer. Naja, ich habe 50 Meter Lichtschlauch bestellt. Das reicht auf jeden Fall. Der Schlauch reicht auf jeden Fall. Aber die brauchen auch richtig Strom. Mann, fuck, das ist noch überhaupt nicht trocken. Wie machen wir das denn jetzt? Müssen wir verschieben. Wirklich? Ja, wie willst du es sonst machen? Also wir müssen die halt umdrehen. Ja, ich weiß. Naja, es gibt jetzt ja die natürliche Diskrepanz zwischen dem Entwickler und dem Visionär. Wir können auch schon mal, zumindest mal, wie lang sind immer ein Stripe? 5 Meter, glaube ich, ne? Gucken, wie viel Strom der zieht. Und dann können wir ausrechnen, wie viel wir am Ende überhaupt brauchen, um dann ein passendes Netzteil zu kaufen. Der Riesenvorteil an diesen LED-Streifen, das sind sie hier übrigens, weil die sind eingepackt, das heißt, sie sind wetterunempfindlich. Jedes einzelne LED-Licht hat einen RGB-Modus, da kann natürlich jede Farbe darstellen, das ist aber das normal. ist nochmal in, Achso, da sind die enger. Ein bisschen enger, genau. Und man kann sie jetzt hier, da in dieser Trennlinie da vorne, da kann man sie abschneiden und dann wieder neu verlöten. Du hast einmal 5 Volt. Genau, du hast Da geht die Spannung rauf. Genau, die Ground und in der Mitte hast du Data in. Das heißt, damit über diesen einen Pin Steuerst du alles, genau. Du sagst einfach nur, wie viel LEDs es maximal gibt. Aha. Also wie lang der Stripe quasi ist. Und dementsprechend kannst du damit arbeiten. Okay, also wir müssten den schon durchzählen. Ja, wir müssen am Ende ja wissen, wie viel auf dem ganzen Ding drauf sind. Dann mach das doch mal, steh's mal hier an. Ja, warte. Wir bauen das jetzt mal eben hier. So. Und dann hast du die ersten 10 an. Und wir speisen hier aber frischen Strom drauf, weil wir sehr viel brauchen, weil die 5 Volt von dem Arduino natürlich nicht reichen. Genau. Mach mal an. Da leuchtet erstmal nichts. Aha. So, mein Freund. Entwicklung ist so geil, wenn sie einfach ist. Entwicklung besteht zu 90% aus Google. Ich versuche mich hier ein bisschen im World Wide Web nochmal Zu erkundigen. zu erkundigen. Da steht Asthma-Referat. Figge und ich machen jetzt weiter. Ihr wisst ja sicherlich, Hacken macht man am besten inkognito, sodass die Identität nicht bekannt wird. Und unser Kumpel Jay, wie sieht das so geil aus? Also, als nächstes, Jay, steht Folgendes an. Wir müssen unseren Schlauch hier. Du könntest ja vielleicht schon mal das Skript schreiben. Wir können mit dem Scheiß auch eben rausgehen und das eben da dran halten. Dann ist das halt, da ist ein bisschen weiß, aber das können wir ja anhalten zumindest. Ich war heute schon draußen, möchte nicht mehr raus, reicht. Wollen wir das lieber draußen machen? Ich hab Schiss, dass wir jetzt irgendwas falsch abschneiden. Hey, kannst du mal kurz helfen? Hältst du den in der Mitte? Bis hier. K2. Jenny, hast du uns Döner mitgebracht? Ja. Kannst du das Laptop mitnehmen? Vorsicht, da ist überall Farbe dran. Oh, HD. Figge? Das heißt, du hast jetzt einen Plan? Ja, hier sind alle markiert. Ich alle auch. Buchstaben sind markiert. Und Figge 2 weiß sonst auch Bescheid. Jay. Jay, ja, bitte nicht den vollen Namen sagen. Nee. Die hat vorhin ganzen Daten und komprimiert. Also nennen wir sie Jenny H. oder J. Holstein? Hallo. Ey, ihr seid so eine Loser, jetzt muss ich wieder meine Identität ändern. Hier müssen wir ran. Diese Doppellegung ist irgendwie Quatsch. Wir gehen einfach hier ran und grün bleibt grün, rot bleibt rot und schwarz wird weiß. Man muss sich bloß einigen können. Das wird nix. Reicht das? Nö, eigentlich hast du es nur schwarz gemacht. Oh, Leute, ich glaube, ich habe gleich meinen ersten dran. Figge! Bisschen zu weit, das ist scheiße so, ne? Ja. Jetzt kommen wir hier oben. Gehen wir ran und machen das gut zu. Im besten Fall. Ach, guck mal, das ist doch jetzt dicht. Ja klar, es ist jetzt dicht, aber das sind 3 Dinge, Alter. Aber so einen Aufwand wollen wir doch nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
Deswegen habe ich Thies gesagt, wir löten heute, weil ich ganz genau weiß. Hast du den eingeladen oder was? Ich habe gesagt, komm doch rum. Er meinte, er wollte eh vorbeikommen. Ich gesagt, Vertraust du mir nicht oder was? ich kenne dich. Strom müssen wir immer wieder zwischendurch mal neu holen. Warum? Weil du wahrscheinlich kein Netzteil finden wirst, wo 40 oder 50 Ampere rausballern auf einer. Boah, die Dinger ballern richtig was durch. Durch 5 sind 45 Watt. Ampere. Ja. 45 Ampere brauchen wir, um diesen scheiß Schlauch zu beleuchten. Ja, also 45 Ampere gehen auf diese Leitung. Ja, genau. Ist das nicht auch ein bisschen viel für den kleinen Schlauch? Ja, deswegen müssen wir immer wieder. Das sind immer nur maximal 5 Meter oder so. Aber gut, ist doch nicht so schlimm. Wir gehen vom Netzteil einfach ein paar Mal raus, oder? Ja, deswegen gucken wir nach dem Netzteil gleich mal, oder heute Abend irgendwann, was irgendwie 2 oder 3 Schienen hat. Löten ist mein Leben. Es gibt einen Kumpel, einen Bekannten, also anders gesagt, es gibt einen Menschen, der heißt Josh Löden, ne? Ist das so? Der ist Reiter oder so, Reitprofi, Mann. Krass. Deswegen kenne ich den nicht. Wirklich? Was? Du kennst den? Nein, deswegen kenne ich den nicht. So. Oh, Alter! Die lach hier, damit das so bleibt. Ach so. Oh, Alter! So, da kann ich auch nicht fertig werden. Ich jetzt noch mal eine Zange. Ich brauchte die. Ja. Ach so, nee, ich kann auch die nehmen, die ich hatte. Sollen wir mal Mikro auch ausmachen? Ja. Ja, können wir kurz. Also einmal, um das hier nochmal kurz zu erklären. Insgesamt brauchen wir für das Schild, ich glaube, 643 LEDs. Und das haben wir hier alles immer aufgezeichnet. Das ist der ganze Schriftzug. Pro Buchstabe sieht man, wie viele LEDs das sind. Und unten drunter steht dann immer noch, wie viel Ampere jeder Buchstabe einzeln braucht. Und insgesamt kamen wir auf, helfen wir mal, 50? Ja, 45 Ampere. Und damit die ganze Schleuse nicht abbrennt, haben wir jetzt halt 2 Netzteile und müssen dafür auch richtig dicke Kabel nehmen. Was hatten wir ausgerechnet? Wir hätten, wenn wir ein Netzteil nehmen, Wege gehabt von fast 8 Metern und hätten dann 10 Quadrat gebraucht. 10 Quadrat Kabel. Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist so dick, ungefähr. Und jetzt haben wir halt 2 Netzteile, positionieren die ein bisschen klüger und dann können wir 4 Quadrat immerhin nehmen. Das ist auch noch dick, aber das reicht dann auch aus. Das war Figges Erklärstunde. Ja, muss so gehen. Sie müssen ein bisschen das Kabel hinter verstauen. Den ganzen Scheiß soll man ja nicht sehen. Oh, fuck. Oben beim S fangen wir an. Das ist oben. Da haben wir uns wieder was ausgedacht, du. Also wenn das so aussieht, als wenn wir da was sehr Gefährliches gebaut haben, ist es genau richtig. Hier sind überall Schrumpfschläuche drin, aber am Ende klebt dieser Schrumpfschlauch nicht direkt an diesem Gummi hier. Und da muss jetzt Silikon rein. Oder wir haben so einen Kraftkleber. Zwischendurch hier diese Kabel, die abgehen, da wird immer frisch Strom eingespeist. Wir brauchen auf die gesamte Länge fast 40 Ampere. We get loud. Let's get loud. So, let's fetz, yo. Fertig. Jetzt bringen wir die ganzen Buchstaben vorne in die Schleuse und dann müssen wir oben hin und das einmal ganz kurz anzeichnen in der richtigen Breite und dann können wir das anbauen. Pass mal auf, damit wir hier oben rankommen, haben wir einen Steiger. Jetzt können wir hier die Füßchen ausfahren. Achso, erst müssen wir da rein. Also wir haben folgendes Problem. Wir haben unsere Buchstaben, irgendwas um die 3 cm oder so schätze ich. Dann kommen 4 cm von der Lattung. Dann kommt unsere normale grüne Holzwand und da schrauben wir theoretisch alles rein. Das hält aber wahrscheinlich nicht so richtig. Deswegen brauchen wir noch eine Konterlattung hinten. Wir müssen also entweder das immer durchschrauben und dann auf der anderen Seite noch eine Latte ranmachen. Ja, wissen wir jetzt auch nicht so ganz genau. Wir haben ja nur einen Steiger, eigentlich bräuchten wir 2. Weiter geht nicht, ne? Nee, häng dich einfach rüber. Der Boden ist Lava. Ja. Ich würde mich gerne angurten. Dieses scheiß Ding hier. Oh. Vertrau mir, Joel. Pass auf, dann lass uns das mal machen. Kannst du die mal abknipsen da drin? Das geht nicht ab. Breino? Willst du die mal nehmen? Achso, das ist Glas.
Kannst du das zuverlässig auffangen? Zuverlässig. Nicht schneiden. Gut. Alter! Ja, ich sage. Guck dir das an. Oh, oh, Vorsicht. Jetzt wird Geschichte geschrieben. Vorsicht! Vorsicht, ich hau jetzt. Sind alle bereit? Ja. Vorsicht! Kann das irgendwer in der Flucht mal eben hier sehen oder auf dem Computer nachgucken, ob das jetzt so cool ist? Ja? Ja, pass auf, wir machen hier fest jetzt. Hey, hey, hey! Oh. Die werden beide raus. Hä, was machst du Alter, denn du für darfst die doch Sachen? nicht rausdrücken. Ja, aber die guckt Schraube hier war raus. nicht drin, Mann. Hier stimmt was nicht. Jetzt holen wir noch einmal Nachschub und dann haben wir es geschafft. Hui, hui, hui. Das zweite Ende müssen wir nochmal abmachen. Das macht doch gar keine Biegung, Alter. Da Doch, ist das doch, Logo. nee, da ist Ja, eine viel zu stimmt. große Lücke Oh. zwischen. Fuck, wir müssen das Ding absägen. Ja. Hast du die zweite GoPro? Nein, gib mir mal die mal hoch dann. Oh. Willkommen im Himmel. Jetzt fehlt das letzte Stück noch. Dafür müssen wir hier noch so ein Brettchen abschneiden. Keine Ahnung, wofür das da ist, aber es wird wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Mann, ich kann hier nicht richtig. Vorsicht! Jetzt haben wir genug Platz für unsere letzten Buchstaben. Aufgebrochen. Hallo Chris Figge. Das E und A müssen noch ein bisschen weiter hoch und das N müsste ein Stückchen weiter hoch. Wir haben da noch nicht die finale richtige Biegung. Ist doch schief. Und dreckig ist es auch schon. Wir retten das gleich mit der Elektrik. Falk, du bist der Einzige, der Geschmack hat. Wie geht das hier? Ist das so cool? Noch ein Stück runter. Was? Noch ein kleines Stück runter, das D. Uiuiui, wirklich? Ja. Mach mal. Hör auf, Mann! Fahr jetzt weiter runter hier! Fahr weiter runter, bitte, bitte, bitte. Hör auf! Hey! Mann, irgendwann bringst du mich um. Ich flutsch weg und dann fliege ich darüber und dann bin ich tot. Joel. Es wäre nicht so weit passiert. Man soll sie nicht aus dem Korb lehnen, stand hier in der Anleitung. Sieht irgendwie auf jeden Fall süß aus. Jetzt kann man sich diesen Hof endlich richtig vorstellen, oder? Das war wichtig. Das war ein wichtiger Schachzug. Das ist halt, habe ich schon mal gesagt, das ist, als wenn du deine Türklingel beschriftest. Ziehst um, das Haus ist irgendwie ganz okay, alles ist irgendwie okay, du bist umgezogen, deine Sachen sind aufgebaut, aber erst wenn deine Türklinge beschriftet ist, dann bist du wirklich angekommen. Okay, jetzt bohren wir noch die Löcher, dann legen wir die Kabel durch, vertüdeln das auf der anderen Seite. Kommt jetzt doch weg oder was? Muss der zurück? Ja, er muss in 20 Minuten im 10. sein. Sehe ich das richtig, dass ich der Einzige bin, der diesen Hänger jetzt zurückfahren kann? So, das heißt, wir gehen jetzt mit der Leiter da hoch und bohren zumindest die Löcher durch, dass wir die Kabel reinlegen können. Geht das mit der Leiter oder ist das richtig Müssen wir scheiße? ja. Was sollen wir sonst machen? Ihr habt ja noch gar nichts verkabelt. Mann, Figge, ey. Ich habe alle Aufgaben verteilt. Du sollst dich ein bisschen beeilen, du hast 2 Wochen Zeit. Ich guck mal nach dem Licht. Oh Gott, ich hab nichts gesehen. Ja, es wird langsam duster. Wir können gleich nicht mehr filmen. Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt, aber Figge hat es mal wieder verkackt. Bisschen zu lange gebraucht. Naja, es hängt wie immer an der IT, das ist nun mal so. Aber das ist auch normal. Wenn man was Gutes haben will, ich versuche das gerade irgendwie positiv auszudrücken. Nein, es wird richtig geil. Wir müssen jetzt noch ein bisschen werkeln, also beziehungsweise die Jungs da vorne mit den Kabeln. Eine Möglichkeit wäre, wir bauen das in einer halben Stunde zusammen. Dann brennt ihr aber morgen die Schleuse ab. Glaubst Oder wir du? machen das ordentlich. Das müsst ihr euch aber, glaube ich, live angucken. Also auf Kamera wird das schön sein, aber ich glaube vor Ort, das sieht aus, als wenn da ganz viele Ameisen mit einem Knicklicht im Mund rumlaufen würden. Das ist die geilste Beschreibung, die ich je gehört habe. Es wird richtig geil. Also wir machen jetzt noch ganz kurz fertig und dann sehen wir uns bei der Vollendung. Ich will jetzt nicht wieder, wie heißt Mach der den Kunde? Unge. Nee, nicht den Unge immer. Gibt es nicht noch was anderes? Oder du kannst dich wegbeamen, wie bei Star Trek. Das kann doch Falk machen. Einstimmen. Genau, ich möchte... Ja, ich möchte... Wie heißt das denn nochmal? Falk, ich möchte mich jetzt verpuppen. Auf 3. So, ohne 3. Ein paar Tage später. Es war eine ziemlich lange Nacht noch mit dem Verkabeln hin. Es hat immer wie immer länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Aber jetzt ist es fertig und es ist ultra geil geworden. Das ganze Ding ist mit DMX ansteuerbar. Das heißt, ihr könnt irgendwann vielleicht auch mal Programme dafür schreiben,
Wir haben schon über Spiele nachgedacht, dass man auf einer Seite mit dem Buzzer was ansteuern kann, auf der anderen Seite auch und dass man so zwei Schnecken hat, die sich in der Mitte treffen oder so, weil wir jede LED einzeln ansteuern können. Das ist der Trick daran und das ist das Geile daran. Das ganze Ding ist halt mit dem Handy jetzt steuerbar und über unser Clidoris-Haussystem irgendwann an- und ausmachbar. Es hat sich mal wie immer gelohnt, diese ganze Arbeit in das Ding reinzustecken, weil es jetzt halt speziell ist. Und Hollywood kann einpacken. Das hat Dings auch schon kaputt gemacht. So. Ich bin schon längst verpuppt, ich bin unterwegs in meinem Schmetterlingskostüm. Auf der Reise in die Vollendung unserer Frontalschrift. Was für ein Satz.